Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich bin Barbara Hirsekorn von der Aquarellwerkstatt und heute habe ich ein weihnachtliches Motiv mitgebracht. Weihnachtsengel, Schutzengel, erzgebirgische Handwerkskunst oder einfach nur das Maskottchen der Aquarellwerkstatt. Ich wünsche dir viel Spaß mit dem heutigen Motiv. Bevor ich jetzt die heutigen Materialien ansage, noch einen Hinweis zu diesem Motiv. Wir werden dieses kleine Engelchen im Livestream im Unterstützerbereich am 13. Dezember gemeinsam malen. Dies ist ein Livestream für alle Unterstützerinnen unseres YouTube-Kanals ab 5 € Paket und ich werde an diesem Abend in Echtzeit mit euch gemeinsam, wie gesagt, dieses Weihnachtsengelchen malen. Dann ganz ausführlich, mit jedem Arbeitsschritt genau dokumentiert. Ihr könnt im Chat eure Fragen stellen. Und jetzt aber erstmal zur nicht ganz so ausführlichen Version hier in diesem Film. Die heute verwendeten Materialien sind folgende Farben: Cadmiumgelb von Winsor Newton, Sienna gebrannt, Cadmiumfreies Rot, Cadmiumorange, Viridiangrün, Kobaltblau, Neutraltinte von Winsor Newton, Ultramarin Feinst, Jaune Brillant Tief von Schminke, Lavender von Mielo und Titanweiß von Schminke. Ich arbeite auf Arches Büttenpapier 300 Gramm. Das Format ist quadratisch und ungefähr 20 x 20 cm. Die Pinsel sind aus meiner eigenen Pinselkollektion, der Rotmarderhaarpinsel in der Größe 10 und ein synthetischer Flachpinsel zum Auswaschen von der Firma Da Vinci. Um mein kleines Engelchen gleich mit leuchtenden Farben malen zu können, putze ich hier ausnahmsweise im Vorfeld einmal meine Palette. Wie du vielleicht schon gemerkt hast, mache ich das äußerst selten, denn der sogenannte Palettendreck ist für mich oft die Grundlage für harmonische und leicht gebrochene Farben. Ich schaue mir dieses kleine Engelchen noch einmal genau an und sehe, dass zum Beispiel hier auf dem weißen Kleidchen verschiedenste Lichtreflexionen für Farbigkeit sorgen. Die glatte Oberfläche des lackierten Holzes auf Armen und Beinen wird durch die hellen Glanzpunkte deutlich. Das helle Holz der Arme reflektiert in das weiße Kleid hinein und erzeugt hier neben den violetten Schattentönen auch einen ins Gelblich gehenden Ton. Hier werde ich später, obwohl es sich um ein weißes Kleid handelt, mutig mit den schattigen Farben malen. Dies ist nun mein Referenzfoto und jetzt geht es los. Foto und Skizze bekommen die Unterstützerinnen unseres YouTube-Kanals per Mail zugesandt. Falls du auch in den Genuss dieses Service kommen möchtest, schau bitte unter dem Video. Wir haben den Link zu Steady, deiner Unterstützung, in die Videobeschreibung gesetzt. Mit 2 € monatlicher Unterstützung kannst du unsere Arbeit hier wertschätzen. Wir bedanken uns sehr dafür. Es geht nun los mit einem sehr wässrigen Farbauftrag mit lichter Ocker und etwas Lavendelblau. Für den Stab des Sterns verwende ich eine grüne Mischung aus Viridiangrün, Sienna gebrannt und etwas Ultramarinblau. Mit verschiedenen Mischungen aus Cadmiumorange, Rot und Alizarin-Karmesin male ich nun Gesicht und Arme des Engelchens. Ich variiere die Farbigkeit hier ständig und arbeite mit viel Wasser, damit ein sehr heller Farbton entsteht. Später gibt es hier noch einen zweiten Farbauftrag, in dem ich Schatten und Dunkelheiten einfüge. Zunächst einmal ist es wichtig, dass die Farbigkeit ganz hell und wässrig bleibt.
Nun male ich das weiße Kleid und hierfür feuchte ich die Fläche zunächst mit klarem Wasser an. Dann setze ich einige Striche lichter Ocker, Lavendelblau, Kobaltblau und Alizarin Karmesin hinein. Die Farben verlaufen und schaffen so eine schöne Illusion einer glatten, hellen Oberfläche. Mit Xylinblau und Neutraltinte male ich nun den ersten Farbauftrag für die schwarze Laterne. Den Lichtfleck auf der runden Kugel lasse ich frei. Ich arbeite auch hier wieder mit relativ viel Wasser. Für den Holzsockel der kleinen Figur verwende ich eine Mischung aus Sienna gebrannt und Lavendelblau. Auch hier werden zunächst nur die hellen Farbtöne gemalt. Später im zweiten Farbauftrag kommen die Schatten dann noch hinzu. Mit der gleichen Mischung setze ich ein paar ganz lockere Striche, um einen Schatten anzudeuten, und spritze auch ein paar Tropfen Farbe aufs Papier. Dies gibt dem gesamten Motiv ein bisschen mehr Lockerheit und Verspieltheit. Mit einer Mischung aus Veridian-Grün und lichter Ocker und ein bisschen Sienna gebrannt male ich nun den grünen Flügel. Ich variiere die Farbe selbst in dieser kleinen Fläche und nehme im unteren Bereich des Flügels etwas mehr Sienna gebrannt mit hinein. Mit Cadmiumgelb, etwas Lasurorange und auch ein wenig Alizarin-Karmesin wird das Licht in der Laterne gemalt. Auch hier soll die Fläche nicht langweilig in einem Farbton ausgemalt werden, sondern alle drei Farben sind in ihren Einzelheiten noch erkennbar und werden durch genügend Wasser miteinander verbunden. Nun muss unser Bild vor dem zweiten Farbauftrag erst einmal durchtrocknen. Wenn du schon immer mal wissen wolltest, wie Livestreams der Aquarellwerkstatt hier auf YouTube ablaufen, dann habe ich eine herzliche Einladung für dich. Am Dienstag, den 5. Dezember 2023, findet der nächste öffentliche Livestream hier auf YouTube statt. Wir starten um 19 Uhr und malen zusammen dieses schöne Wintermotiv. Es wird so ablaufen, dass ich in Echtzeit male und während des Chats Fragen gestellt werden können. Schau also gerne um 19 Uhr hier auf dem Kanal vorbei, dann kannst du einfach dabei sein. Ich freue mich schon drauf. Alle Unterstützerinnen des Kanals, also diejenigen, die schon mit einem monatlichen Betrag unseren Aquarellkanal unterstützen, bekommen Fotos, Skizze und Materialliste vor dem Dienstag zugeschickt. Alle anderen kommen einfach um 19 Uhr dazu, sind dabei und malen mit mir zusammen. Ich freue mich, bis dahin. Die gesamte Vignette wird jetzt mit den dunkleren Farben noch einmal überarbeitet. Ich starte mit lichter Ocker auf den schattigen Stellen des Sterns, ein wenig Lavendelblau ist auch in der Mischung.
Mit Viridiangrün und Sienna gebrannt intensiviere ich die rechte Seite des Stabes und verblende mit Wasser zur linken Seite hin. Sienna gebrannt und Ultramarinblau verwende ich für die Haare. Ich male sie im vorderen Bereich etwas dunkler und im hinteren kommt ein wenig Wasser dazu. Mit Cadmiumrot und Kobaltblau mische ich mir einen Schattenton für das Gesicht. In dieser Mischung sollte das Rot etwas überwiegen, sodass ein leicht bräunlich getönter Rotton entsteht. Etwas Orange kommt auch mit hinein und ich setze den relativ kräftigen Farbton in die rechte Gesichtshälfte. Zügig mit Wasser verbinden, so rundet sich das Köpfchen und bekommt Volumen. Genauso verfahre ich auf Armen und Beinen. Ich setze einen kräftigen Schatten und verbinde jeweils mit Wasser. Wie genau du an dieser Stelle arbeiten möchtest, entscheidest du selbst. Ich persönlich genieße die Feinarbeit an meinem kleinen Modell sehr und freue mich immer über die Dreidimensionalität, die durch die Schattenaufträge entsteht. Auch die dunkle Laterne wird nun noch einmal überarbeitet. Ich setze die Neutraltinte kräftig auf die runde Kugel und auch auf den Schatten der Laterne. Den Henkel male ich mit lichter Ocker und Sienna gebrannt. Das Gesicht sollte komplett trocken sein, bevor jetzt Augen, Nase und Mund eingefügt werden. Hierfür mische ich mir einen dunklen Braunton aus Sienna gebrannt, Ultramarinblau und Alizarin-Karmesin und arbeite vorsichtig mit der feinen Spitze meines Rotmarderhaarpinsels. Die typischen roten Bäckchen werden mit Cadmiumrot und etwas Alizarin-Karmesin angedeutet. Mit Kobaltblau füge ich jetzt noch die Verzierungen auf dem Kleidchen hinzu. Einige Schatten möchte ich noch einmal etwas intensivieren. Ich mische mir also noch einmal meinen rot dominierten Schattenton, verstärke die entsprechenden Bereiche und verblende sie wieder mit Wasser. Auch auf und unter dem Sockel der Figur trage ich jetzt noch die Schattenform ein.
Mit Titanweiß direkt aus der Tube male ich die charakteristischen Punkte auf die Flügel. Bei den echten erzgebirgischen Engelchen müssen es genau 11 Stück sein. Auch direkt aus der Titanweißtube kommen nun auch noch einige Glanzpunkte auf die Figur. Mein kleiner Weihnachtsengel ist fertig und bereit für die kommenden Feiertage. Ich hoffe, mein kleines Motiv hat dir heute gefallen und du hast Lust, es jetzt auch einmal auszuprobieren. Falls du mein Original-Aquarell ersteigern möchtest, kannst du es wieder über eBay tun. Die Versteigerung läuft vom Samstag, wenn der Film rauskommt, bis zum Dienstag, den 5. Dezember um 16 Uhr. Auch am Dienstag, 5. Dezember, ist das öffentliche Malen hier auf YouTube, ein Livestream, der um 19 Uhr beginnt. Alle sind herzlich eingeladen mitzumachen. Und dann sehen wir uns vor Weihnachten noch einmal hier auf dem Kanal zu einem regulären Film. Sicher wird es dann auch wieder ein weihnachtliches Motiv werden. Ich wünsche dir eine schöne Weihnachtszeit und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.